Hallo, ich bin's, euer Sascha von Minimaniac. Heute ein Thema: defekte Bypassklappe. Ich zeige euch, wie ihr herausfindet, ob sie kaputt ist und welche Alternative es dazu gibt. Wenn die Bypassklappe kaputt ist, gibt es leider nicht immer eine Fehlermeldung über das System, sondern ihr habt einfach keine Leistung. Dennoch, es gibt den ein oder anderen Fehler, den man im Steuergerät auslesen kann. Wo es aber definitiv mitbekommt, ist, euch fehlt sehr viel Leistung. Es ist so, wie wenn ihr einen Sauger fahren würdet und keinen Kompressor. Hier sehr gut zu sehen an diesem Dyno Sheet. Wir reden hier von einem Mini John Cooper Works mit wenigstens 210 PS. Wenn ihr unten dran schaut, wir haben 125 PS gemessen. Hier war der Fehler eine defekte Bypassklappe. So, jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Wie finden wir heraus, dass die Bypassklappe kaputt ist? Hier seht ihr den Bereich, wo ihr die Bypassklappe findet, versteckt vom Ansaugrohr, vom Horn und von der vorderen Luftführung. Wenn ihr jetzt dort reinlangt, findet ihr die Mechanik von der Bypassklappe. Ich gehe jetzt einfach mal her, nehme die vordere Luftführung weg, so dass wir besser dorthin sehen, wo wir die Bypassklappe finden. Hier ist der Stift, der sozusagen an die Membrane geht, wo die Feder drin ist. Wenn ihr mit dem Finger drauf drückt und sie sich bewegen lässt, sie also ohne irgendwie anzuecken rein und raus geht, natürlich mit einem gewissen Widerstand, kann man davon ausgehen, dass die Bypassklappe in Ordnung ist. Sollte sie aber, wie gesagt, sich nicht bewegen oder ruckartig nach vorne gehen und vielleicht auch nicht mehr zurück, habt ihr einen Defekt in der Bypassklappe. Und das gleiche ist auch, wenn ihr das Fahrzeug startet, muss die Bypassklappe aufgehen, das heißt, die zieht an, geht rein, so jedenfalls im Leerlauf. Und wenn jemand Gas gibt, muss dann die Bypassklappe aufgehen, das heißt also, die Mechanik geht wieder zurück. So könnt ihr sicher sein, dass die Bypassklappe in Ordnung ist. Macht es von beiden nichts, ist definitiv die Bypassklappe kaputt und ihr müsst sie leider gegen eine neue Bypassklappe tauschen. Ich habe vorher ja schon von einer Alternative gesprochen. Alternativ gibt es zu der Serien-Bypassklappe bei BMW Mini auch die BPB V1 für Serienleistung oder die BPB V2 für Fahrzeuge, die einen Pulli-Umbau haben, die also größer 200 PS sind. Die haben eine verstärkte Feder, um auch weitere Probleme zu lösen, die es bei der Bypassklappe gibt. Das nennt sich zum Beispiel Butterfly-Effekt. Das bedeutet, dass die Feder in Vibration ist, durch Temperatur weicher wird, somit eigentlich die Bypassklappe immer leicht aufgeht, somit Ladedruck verloren geht und natürlich auch Leistung. Hier kommt jetzt als Alternative meine BPB V1 und V2 ins Spiel, die ich entwickelt habe mit einer verstärkten Feder, mit einem verstärkten Material, die diesen Butterfly-Effekt reduziert und somit mehr Ladedruck anlegt. Im nächsten Video nehme ich euch dann mit und zeige euch, wie ihr die Bypassklappe tauschen könnt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst bitte ein Abo da, klickt auf die Glocke und ihr werdet sofort benachrichtigt, wenn ich das bzw. neue Videos hochgeladen habe. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich. Wir sehen uns. Euer Sascha. Tschüss.